Mit dem Vertex-Konfigurator ist es möglich, eine Konfiguration vorzunehmen, ganz individuell angepasst auf die Bedürfnisse. Das kennen Sie heute schon, aber unser neuer AI-Agent im Konfigurator erlaubt diese Konfiguration jetzt auch mit einem Chat-Interface, also ein ganz neuer Weg, Funktionen zu entdecken und diese dann auch in die Konfiguration aufzunehmen. Wir schauen uns das mal an. Dafür haben wir hier im Beispiel die Branche der Anwälte in der Schweiz. Und sobald wir die zweite Seite des Konfigurators erreichen, sehen wir die neuen Module. Das ist alles bekannt. Hier könnte ich mich durchklicken und Modul für Modul entscheiden, was ich benötige. Aber neu unten rechts wartet das Chat-Icon. Und jetzt kann ich hier mit dem AI-Agent gemeinsam die Konfiguration durchsprechen und auch vornehmen. Auf der rechten Seite sehen wir live das, was konfiguriert ist, Stand jetzt, und haben dann auch die Möglichkeit, direkt zu sehen, dass die Synchronisierung zu dem Interface dahinter auch funktioniert. Aber testen wir das gleich mal. Wir beginnen hier mal mit dem Mandatsmanagement. Wir antworten mal ganz kurz und knapp und schauen, ob der AI-Agent versteht, was wir vorhaben. So, in der Antwort werden wir also mit dem Modul Projekt- und Mandatsmanagement konfrontiert. Das ist perfekt, genau darauf habe ich abgezielt. Und wir sehen hier die Basisfunktion sowie die Zusatzfunktion. Was jetzt ein weiterer Vorteil ist in diesem Modus, ist, dass ich hier Fragen stellen kann zu den Zusatzfunktionen. Erkläre mir bitte mal den Konfliktcheck. Das sind Informationen, an die ich schon auch gelangen kann über den visuellen Konfigurator. Es gibt dann Links auf die Seiten der Zusatzfunktion, aber wenn ich das hier im Chat-Interface bekomme, warum nicht? Hier folgt jetzt die Erklärung. Wunderbar, das passt so. Ich möchte den Konfliktcheck bitte aktivieren. Wir werden jetzt gleich auf der rechten Seite sehen, dass sich unsere Darstellung der Konfiguration verändert. Zuvor bekommen wir aber den Hinweis, dass für den Konfliktcheck das Modul Projekt- und Mandatsmanagement benötigt wird. Es wurde aktiviert. Wunderbar. Hier drüben sehen wir das Modul mit der Zusatzfunktion. Jetzt machen wir mal den Check hier im visuellen Konfigurator. Wir sehen, das Modul wurde aktiviert, ebenso die Funktion. Perfekt. Das war ein Anwendungsfall für diesen AI-Agent. Ein weiterer ist wirklich das Entdecken von Möglichkeiten basierend auf meinen Bedürfnissen. Ich ignoriere jetzt mal hier die Frage und gehe direkt auf ein anderes Thema. Ich möchte auch Kennzahlen meiner Kanzlei auswerten. Wir stellen uns also vor, ich hätte keine Ahnung, was Vertex in diesem Bereich bieten kann mich jetzt hier also durchfragen. Eine sehr gute Idee, ja, vielen Dank. Dafür eignet sich das Modul Controlling und BI. Auch jetzt bekomme ich wieder Informationen zu den Basisfunktionen, die Teil des Moduls sind, und zu den Zusatzfunktionen. Wunderbar. Das ist gut. Wir lassen uns einfach mal die Anwaltskennzahlen aktivieren. Perfekt. Super. Das soll uns reichen für dieses Beispiel. Wir verschaffen uns nochmal den Überblick hier. Projekt- und Mandatsmanagement, Controlling und BI. Da sind sie, die Anwaltskennzahlen. Wunderbar. Okay, wir benutzen jetzt diesen AI-Agent noch für einen kleinen Trick, um gleich noch in ein anderes Land und eine andere Branche zu wechseln. Denn, Moment, danke, denn der Konfigurator kennt Zusatzfunktionen im Kontext von Land und Branche. Wechseln wir also mal nach Deutschland in die Branche der Ingenieure. Dann bietet der Konfigurator andere
Zusatzfunktionen als für Anwälte in der Schweiz. Wir versuchen den AI-Agent hier mal auf folgende Fährte zu locken. Wer schon mal Reisekosten in Deutschland abgerechnet hat, weiß, dass das keine einfache Aufgabe ist. Und jetzt schauen wir mal, was der Konfigurator da zu bieten hat. Hey, da gibt es eine passende Zusatzfunktion. Für diese wird das Modul Personal benötigt und es wurde auch direkt aktiviert. Genau. Super. Dann nehmen wir noch kurz die Erklärung mit und sehen, je nach Branche und Land komme ich hier über diesen AI-Agent schön an Funktionen, von denen ich vielleicht gar nicht weiß, dass sie existieren. Reisekosten werden wie Spesen zugeordnet. Perfekt. Das soll es auch schon gewesen sein an Beispielen. Wir fassen zusammen. Der neue Konfigurator AI Agent ermöglicht den Zugang zu all den Modulen und Zusatzfunktionen, die man so vielleicht noch gar nicht kennt und nicht durch viele Klicks im UI entdecken möchte. Wir können also mit natürlicher Sprache interagieren mit dem Konfigurator und diese Konfiguration dann nutzen, entweder im 30-Tage-Test für Vertec oder zum Einspielen in eine bestehende leere Vertec-Installation, wenn man dort auch On-Premises ausprobieren will, was bestimmte Zusatzfunktionen und Module leisten können.